Stell dir vor, du stehst auf dem Dach des Hochhauses an der Highlight Towers in Schwabing. Unter dir breitet sich eine Stadt aus, die so widersprüchlich ist wie kaum eine andere in Europa. München ist reich, München ist teuer, München ist begehrt. Mieten, die selbst Gutverdienende an ihre Grenzen bringen. Immobilienpreise, die Paris längst überholt haben. Und doch kommen sie weiterhin. Aus Deutschland, aus Europa, aus der ganzen Welt. Aber drehen wir die Zeit zurück. Weit zurück. Bis dorthin, wo all das begann. Nicht mit Glanz, nicht mit Macht, nicht mit einem großen Plan, sondern mit einem Fluss, ein paar Mönchen, einem Handelsweg und einem Herzog, der seinen Konkurrenten einfach ärgern wollte. Jahrhundertelang mussten wir uns vorstellen, wie das frühere München ausgesehen haben mag. Doch jetzt, mit KIs, die auf historischen Bildern trainiert wurde, können wir das sehen. Das Kopfsteinpflaster, die Menschenmassen, der Rauch über mittelalterlichen Dächern. Ihr werdet gleich Jahrhunderte Geschichte in einem einzigen Video erleben. Lehnt euch zurück und reist mit uns durch die Geschichte Münchens. Die Isar ist ein launischer Fluss. Sie kommt aus den Alpen, trägt Schotter und Kälte mit sich und durchschneidet das bayerische Voralpenland wie eine alte Wunde. Irgendwo an ihren Ufern, wohl schon im frühen Mittelalter, lebten Benediktinermönche in einer kleinen Siedlung. Aus ihrem Namen leitet sich der spätere Stadtname ab: Munichen bei den Mönchen. Kein Hafen, keine Festung, keine Kathedrale. Nur ein paar Männer in Kutten an einem Fluss, der so alt ist wie die Berge dahinter. Im Jahr 1158 ändert sich das schlagartig. Heinrich der Löwe, Herzog von Bayern und Sachsen, einer der mächtigsten Männer des Heiligen Römischen Reiches, streitet sich mit dem Bischof von Freising. Zwischen ihnen liegt eine Brücke über die Isar bei Vöhring, durch die der lukrative Salzhandel fließt. Salz, das damals so wertvoll ist wie Öl im 20. Jahrhundert. Heinrich lässt die Brücke kurzerhand zerstören und baut ein paar Kilometer südlich eine neue, genau dort, wo die Mönche siedeln. Er legt Zölle fest, richtet einen Markt ein, lässt Münzen prägen. Aus dem Mönchsdorf wird über Nacht ein Handelsplatz. Und aus diesem Handelsplatz, mit einer Logik, die Städte immer wieder beweisen, wird bald mehr. Kaiser Friedrich Barbarossa zwingt Heinrich den Löwen später ins Exil und München fällt an das Haus der Wittelsbacher. Das ist 1180. Die Wittelsbacher werden diese Stadt 7 Jahrhunderte lang regieren. Ein Rekord in der europäischen Geschichte, der bis heute kaum seinesgleichen findet. Sie bauen langsam. Sie bauen beständig. Sie bauen, als hätten sie alle Zeit der Welt. Und sie haben sie. Unter ihnen wächst München von einem Marktflecken zu einer kleinen Stadt heran. Bescheiden, aber stetig. Kirchen entstehen, Stadtmauern werden gezogen, Gilden gegründet. Die Frauenkirche, dieses zweitürmige Backsteinwunder, dessen Silhouette noch heute das Stadtbild dominiert, beginnt 1468 mit dem Bau. Als ihre Türme vollendet sind, ist München bereits eine Stadt, die sich selbst ernst nimmt. Die Wittelsbacher ernennen München zu ihrer Residenzstadt. Das verändert alles. Eine Residenz braucht Repräsentation. Sie braucht Künstler, Architekten, Musiker, Philosophen. Sie braucht Kirchen, die den Glauben der Herrschenden demonstrieren. Paläste, die ihre Macht verkörpern. Plätze, auf denen das Volk Zeuge ihrer Größe wird. München wird zum Zentrum des süddeutschen Katholizismus, zur Hochburg der Gegenreformation, zu jenem Ort, von dem aus die Habsburger und ihre bayerischen Verbündeten den Protestantismus zurückzudrängen versuchen. Die Jesuiten kommen, bauen die Michaelskirche, eine der bedeutendsten Renaissancekirchen nördlich der Alpen. Die Stadt füllt sich mit Glaube und Macht, mit Prunk und Kontrolle. Dann kommt der Dreißigjährige Krieg. Er dauert von 1618 bis 1648 und verwandelt weite Teile Europas in Asche. München bleibt von direkter Zerstörung zunächst verschont, fällt aber 1632 kampflos an den Schwedenkönig Gustav Adolf. Die Wittelsbacher fliehen. Die Schweden besetzen die Stadt. Kurfürst Maximilian I. muss horrende Lösegelder zahlen, damit München nicht niedergebrannt wird. Doch das Schlimmste kommt nicht mit den Waffen, sondern mit den Ratten. 1634 bricht die Pest aus. Sie tötet über ein Drittel der Stadtbevölkerung.
Auf dem Maria-Hilf-Friedhof werden die Toten in Massen begraben. Als der Krieg vorbei ist, ist München ausgeblutet, erschöpft, ärmer als je zuvor. Der Mariensäule auf dem Marienplatz, 1638 errichtet, ist der Dank für die relative Verschonung. Sie steht noch heute dort, ein stilles Mahnmal an die Gnade, die man manchmal nur mit Schmerzen kauft. München erholt sich, wie es das immer tut. Langsam, aber mit einem bestimmten bayerischen Eigensinn, der Niederlagen in Ausgangspunkte verwandelt. Im 18. Jahrhundert wächst die Residenz, wird barockisiert, verschönert, erweitert. Max Emanuel, Kurfürst von Bayern, träumt groß. Er will spanischer König werden, verbündet sich mit den Falschen, verliert fast alles. Aber er hinterlässt Schloss Nymphenburg und Schloss Schleißheim als steinerne Zeugen eines Größenwahns, der zumindest architektonisch Früchte trug. München lernt, Ambition in Stein zu gießen, auch wenn die politischen Träume scheitern. Der eigentliche Wendepunkt kommt mit Napoleon. Der französische Kaiser zerschlägt die alte Ordnung Europas wie jemand, der ein Schaufenster einwirft. Rücksichtslos, effizient und mit einem Plan dahinter. Bayern wird 1806 zum Königreich erhoben. München wird zur Hauptstadt dieses neuen Königreichs. Kurfürst Maximilian IV. Josef wird König Maximilian I. Die Stadt muss jetzt aussehen wie eine Hauptstadt. Sie muss die Würde eines Staates repräsentieren, der soeben geboren wurde und sich selbst noch nicht ganz glaubt. Das ist der Moment, in dem München beginnt, sich neu zu erfinden. Nicht als Handelsplatz, nicht als Residenz eines mittleren Fürstentums, sondern als Metropole mit europäischem Anspruch. Sein Sohn Ludwig I. wird zur treibenden Kraft dieser Transformation. Er ist kein angenehmer Mensch, eigenwillig, autoritär, von einer Obsession für klassische Antike besessen, wie nur jemand sein kann, dem das Geld anderer Leute zur Verfügung steht. Aber er baut. Er baut wie besessen. Die Ludwigstraße entsteht als monumentale Achse, die in die Feldherrnhalle mündet, einer Imitation der Loggia dei Lanzi in Florenz, die Glyptothek, die alte Pinakothek, die Staatsbibliothek. Ludwig will aus München das Athen an der Isar machen, ein kulturelles Zentrum, das sich mit den großen Städten Europas messen kann. Er holt Bildhauer und Maler, Architekten und Wissenschaftler. Er gründet die Universität und setzt sie ins Herz der Stadt. Er lässt die Maxvorstadt planen, jenes großbürgerliche Viertel, das noch heute zu den schönsten Stadtteilen Münchens zählt. Es ist ein ehrgeiziges Programm, durchgeführt mit dem Kapital eines kleinen Königreichs und dem Ego eines sehr großen Mannes. München wächst. 1800 hat die Stadt etwa 40.000 Einwohner. 1850 sind es schon 100.000. Die Industrialisierung erreicht Bayern später als Preußen oder England, aber als sie kommt, kommt sie mit Wucht. Die Eisenbahn verbindet München mit dem Rest der Welt. 1839 fährt der erste Zug zwischen München und Augsburg. Fabriken entstehen. Zunächst zögerlich, dann immer schneller. Arbeiter strömen aus dem Umland in die Stadt, suchen Beschäftigung in Brauereien, Druckereien, Maschinenfabriken. Haidhausen und Au, einst Dörfer vor den Toren der Stadt, werden verschluckt, verbaut, bevölkert. München entwickelt in dieser Zeit jene merkwürdige Doppelnatur, die sie bis heute prägt. Oben die Bürgerlichkeit, die Kunst, die Gemütlichkeit, das Bier. Unten die Armut, die Enge, die Krankheit. Die Cholera-Epidemien des 19. Jahrhunderts wüten vor allem in den Arbeiterbezirken. Das Trinkwasser ist vergiftet, die Abwässer ungeklärt, die Wohnverhältnisse katastrophal. Es dauert bis 1883, dass München eine funktionierende Wasserversorgung aus dem Mangfalltal bekommt und damit schlagartig aufhört, eine der ungesündesten Städte Europas zu sein. Von da an wächst sie unaufhörlich. Der Erste Weltkrieg tötet Hunderttausende bayerischer Männer. Als er 1918 endet, flieht König Ludwig III. Fast unbemerkt aus dem Land. Die Wittelsbacher, 7 Jahrhunderte an der Macht, sind einfach weg. Es folgt die Räterepublik. Wenige chaotische Wochen, dann Freikorpstruppen, Erschießungen, politische Hysterie. In dieser Atmosphäre findet Adolf Hitler sein Publikum. München wird zur Wiege des Nationalsozialismus. Der Putsch von 1923 scheitert
Aber Hitler kommt zurück. Die NSDAP macht München zu ihrer Hauptstadt der Bewegung. Die Stadt, die einst das Athen an der Isar sein wollte, wird zur Kulisse eines Regimes, das Bildung verachtet und Gewalt vergöttert. 71 Luftangriffe treffen München zwischen 1940 und 1945. Was Jahrhunderte überdauert hat, liegt in Trümmern. Am 30. April 1945 marschieren amerikanische Truppen in eine zerstörte Stadt ein. Und doch beginnt der Wiederaufbau, schneller als erwartet. München entscheidet sich gegen die Moderne und rekonstruiert das historische Stadtbild. Eine Entscheidung, die der Stadt jene Kontinuität gibt, die sie bis heute prägt. BMW kehrt zum Automobilbau zurück. Siemens verlagert seine Zentrale aus Berlin hierher. Das Wirtschaftswunder lässt München neu aufblühen. 1972 sollen die Olympischen Spiele zeigen, wie weit die Stadt sich neu erfunden hat. Dann, am 5. September, töten Terroristen 11 israelische Athleten. Die Unbeschwertheit ist weg. München trägt diese Wunde noch heute. Es erholt sich auch davon. In den 90ern verändert globale Zuwanderung das Stadtbild. Das Oktoberfest wird zur weltweiten Marke. München wächst, verdichtet sich, wird teurer. Die soziale Frage bleibt offen. Wer darf hier noch bleiben? Stehst du am Abend auf der Ludwigsbrücke, siehst du dieselbe Isar, die Heinrich der Löwe überquerte. München ist nicht reich geworden, weil es stabil war. Es ist reich geworden, weil es nach jeder Katastrophe eine Antwort fand, die besser war als das davor. Danke, dass du diese Reise durch Münchens Geschichte mitgemacht hast. Es dauert wirklich sehr lange, solche Videos zu erstellen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo. Es hilft enorm dabei, dass mehr Menschen diese Geschichten finden. Und schreib mir in die Kommentare, welche Stadt soll als nächstes an der Reihe sein.